Minimal Bass Sounds müssen nicht schwer sein. Das Spektrum im Drum and Bass ist breit gefächert, aber gerade Minimal oder Deep Drum and Bass ist der Sound, der in den letzten Jahren immer beliebter geworden ist. Die Tracks wirken atmosphärisch, organisch und immer ziemlich einfach. Minimal eben. Und dabei hört man einen Bass-Sound immer relativ oft. Gerade Künstler wie Wings, Skylark oder Skeptical benutzen diese Art von Bass-Sounds immer und immer wieder in ihren Tracks. Und das ist der Sound, um den es heute gehen soll. Heute zeige ich euch, wie ihr den Basssound in Vital einfach selber machen könnt. Und natürlich geht auch hier, wenn ihr die Technik einmal verstanden habt, könnt ihr damit einfach rumexperimentieren und viele andere Sounds selber machen. Die Grundlage von dem Sound ist eine detuned Sine Wave, aber eine Sine Wave mit ein paar mehr Harmonics drin. In Vital könnt ihr also in den Basic Shapes die zweite Sinuswelle nehmen. Im Wavetable Editor könnt ihr sehen, dass die zweite und dritte Harmonie noch dazu gemixt wurde. Das gibt der Sinuswelle ein bisschen anderes Timbre. Außerdem gibt es in Vital noch die Smearing-Funktion. Mit ein bisschen Smearing könnt ihr die Harmonien noch etwas mehr und super einfach bearbeiten. 5-6% reichen hier auch schon. Im Unison-Tab könnt ihr dann den Unison-Wert einstellen. Auch hier reichen meistens schon 3 Voices, denn in Vital ist die Unison-Einheit ziemlich extrem. Deshalb reicht es auch schon, wenn ihr so 4-5% Unison reinmixt und die Grundlage für den Sound ist gelegt. Im Effects-Tab bekommt der Sound dann mehr Stereobreite. Dazu nutze ich einen Chorus und verstärke den mit ein bisschen Soft-Clipping-Distortion. Die Regel, dass das Low-End schön mono sein soll, habe ich bis hierhin natürlich komplett ignoriert. Aber darum kümmere ich mich jetzt. Mit einem High-Pass-Filter schneide ich das Low-End vom Sound komplett weg und verzerre ihn nochmal ein bisschen mit dem Filter-Drive. Danach hebe ich die Frequenzen mit einem Single-Band-Kompressor etwas an. Mit einem Reverb gebe ich nochmal etwas Raum dazu. Das Processing hat den Sound viel aggressiver gemacht, ist aber auch nicht unbedingt das, was wir erreichen wollen. Aber da kommen wir schon noch früh genug hin. Da ich mit dem Reverb und dem Filter Drive noch viel mehr harmonischen Content und viel mehr Stereo-Informationen in den Sound gebracht habe, nehme ich jetzt nochmal einen Equalizer. Mit dem schneide ich das Low-End weg. Mit einem High-Cut-Filter schneide ich die hohen Frequenzen ebenfalls weg. Gebe dem Filter aber auch mehr Resonanz, um bestimmte Frequenzen zu betonen. Dann mappe ich noch den Macro 1 zum Cut-Off vom Filter. So kann ich dem Sound dann mehr Bewegung geben und das Timbre immer dann ändern, wenn ich es will. Damit die Lautstärke vom Sound immer ungefähr gleich bleibt, habe ich Macro 1 auch noch zum Compressor-Gain gemappt. Immer wenn der Filter aufgeht, geht die Lautstärke vom Kompressor ein bisschen runter. So bleibt die Lautstärke vom Sound konstanter. Der Sound ist natürlich jetzt ziemlich dünn, weil der komplette Sub-Bass-Bereich fehlt. In Oscillator 2 könnt ihr jetzt einfach eine Sinuswelle aktivieren und Direct Out schicken. So bekommt ihr einen soliden Sub-Bass, der nicht vom Stereo-Processing beeinflusst wird. Im Grunde könnt ihr den Sound jetzt natürlich schon so benutzen, aber mit ein bisschen Post-Processing wird er noch ein bisschen interessanter. Mit einem Effects-Rack splitte ich die Frequenzen. Den Sub-Channel mache ich mit einer Utility im Mid-Side-Modus komplett mono. Auf dem Mitten-Channel habe ich zusätzlich einen Saturator und eine Erosion an einen LFO gekoppelt. Dadurch bekommt der Sound über Zeit immer etwas Variation. Danach noch einmal etwas Chorus, Reverb und am Ende nochmal einen Equalizer, um das Low-End nicht zu beeinflussen. Final klingt der Sound dann so.
Das ist es also, das große Geheimnis um diese Art von Bass-Sounds. Experimentiert einfach mit den Sine Wave Harmonics und verschiedenen Effekten rum. So könnt ihr schnell viele verschiedene Bass-Sounds einfach selber machen. Wenn ihr Fragen dazu habt, schreibt sie unten in die Kommentare und ich beantworte sie so gut es geht.